Und zugeschaltet ist mir nun Pascal Martin. Er ist Schiedsrichter und Fußball-Influencer. Guten Tag, Herr Martin. Einen wunderschönen guten Tag. Wie erleben Sie denn das Niveau der Schiedsrichterleistungen bei dieser EM? Da wird ja bereits heftig diskutiert. Ja, also ich muss sagen, am Ende des Tages finde ich, dass wir eine Gesamtleistung haben, die auf jeden Fall sehr, sehr gut aussieht. Natürlich gibt es immer die ein oder andere Situation, wo sich einige Fußballfans darüber beschweren. Aber ich finde einfach, wir sollten mal mehr auf das Gesamtbild gucken. Und ich finde einfach, insgesamt muss man sagen, dass wir dort einige Schiris haben, die echt eine souveräne Leistung abgeliefert haben. Aber immer wieder spielt auch der Videobeweis eine Rolle. Und der ist ja wirklich höchst umstritten. Die Spiele werden dadurch immer wieder unterbrochen, werden dann mit langen Nachspielzeiten noch weiter aufgebläht. Wie würden Sie denn diese Debatte beurteilen? Ist der Videobeweis wirklich so wichtig? Ja, also ich verstehe natürlich jeden Fußballfan da draußen, wenn es immer so lange dauert, es passiert ein Tor und dann wird nochmal alles überprüft und dann hatten wir die Situation gehabt, dann wird geguckt, okay, ein kleiner C ist vielleicht im Abseits oder so, aber ich finde auch dort sollten wir mal eher darauf gucken, wie oft hat uns der VAR einfach auch aus Fehlern wieder rausgeholt und hat diese Fehler wieder besser gemacht und ich finde einfach insgesamt, finde ich schon, dass der VAR schon sehr, sehr wichtig ist, ja, um halt einfach große Fehler wieder besser zu machen. Natürlich passieren auch dort Fehler, aber dort muss man auch einfach sagen, dort sitzen Menschen am Ende des Tages hinter, die nun mal auch ihre Fehler machen. Aber im Großen und Ganzen ist das auf jeden Fall eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist in meinen persönlichen Augen für so einen großen Wettbewerb. Aber die Kommunikation wurde ja auch neu geregelt. Das heißt also, der Unparteiische darf jetzt nur noch mit dem Kapitän diskutieren und geht ein Spieler dazwischen, kriegt er gleich eine gelbe Karte. Das haben wir auch gesehen. Ist es nicht ein bisschen kleinlich? Ja, also ich muss dazu sagen, ich finde, das ist mit einer der besten Einführungen gewesen, die man so machen kann, weil man merkt jetzt einfach, es gehen also fast ja keine Spieler mehr auf den Schiedsrichter los und fangen auch gar nicht mehr an zu diskutieren. Es ist nur noch ein einziger Spieler und das ist der Kapitän, der mit den Schiedsrichter diskutiert oder nur mal mit ihnen redet. Und das ist halt nun mal, finde ich persönlich, einfach das, was wir sehen wollen und nicht, dass 8 bis 10 Spieler auf den Schiri losrennen und anfangen, mit ihnen zu diskutieren. Deswegen finde ich persönlich, ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Einführung gewesen. Aber diese ganzen Technik-Goodies, die wir jetzt im Fußball haben, irgendwie, ich finde, das macht das Spiel kaputt. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen Ansichtssache. Ja, der eine sieht das so, der andere sieht das so. Wie gesagt, ich bin ja auch großer Fußballfan und verfolge schon seit Jahren Fußball und regt mich natürlich auch drüber auf. Aber ich muss einfach im Großen und Ganzen sagen, nochmal, wir haben es ja mittlerweile auch mitbekommen bei so vielen Spielen, wie oft uns der VR einfach aus Situationen wieder rausgeholt hat, wo halt einfach große Fehler passiert sind. Und ich finde deshalb einfach ist es schon wichtig gewesen, jetzt zum Beispiel Thema VR, das Ganze so einzuführen, mit dem VR zu arbeiten. Und ja, ich persönlich finde es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Pascal Martin, ich danke Ihnen für Ihre Einschätzungen als Schiedsrichter zu den Leistungen der Referees bei der Fußball-Europameisterschaft bisher.